Das ist eine Triggerwarnung gegen Ignoranz. Ausgrenzung, Abspaltung, Hass und Arroganz. Weil nicht jeder lebt wie ich und nicht jeder denkt wie du. Check die Privilegien, höre Menschen zu. Wenn sie erklären, worunter sie leiden, du kannst es verändern, du kannst es bezeugen. Rassismus ist strafbar, auch ad acta. Würde ist und bleibt unantastbar. Denn es ist wie James Baldwin sagt: History is not the past, it is the present. Und es gibt Geschichte, die darf man nicht vergessen. Also reden wir drüber, setzen uns dran. Wir beleuchten es und sprechen es an. Schalt dich ein, geht gleich los. You Think Tank, Late Night Show. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, ja, willkommen zu unserer Late Night Show. Wir sind heute eure Hosts. Ich bin Mia. Und ich bin Yunus. Danke, Philipp, für das coole Intro. Wie viele andere in unserem Alter haben wir die politischen Geschehnisse um uns herum mit Spannung und Aufruhr verfolgt. Wir waren aufgebracht, haben demonstriert. Durch Instagram gescrollt, Stories repostet. Und wir haben uns aufgeregt. Wie die Themen, die uns doch alle betreffen, einfach so über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. Aber wir hatten den Drive, mehr zu machen. Wir konnten das einfach nicht so stehen lassen und wir mussten unseren Senf dazugeben. Deshalb haben wir den You Think Tank gegründet. Eine Plattform, in der die Meinungen junger Menschen laut werden. Ein Raum für unsere Ideen und Träume. In dieser Show geht es um diese junge Perspektive. Um die Themen, die uns bewegen und berühren. In den kommenden 6 Folgen wollen wir uns der Frage widmen, wie wollen wir zusammenleben, ohne einander auszugrenzen, ohne einander die Schuld zu geben und ohne Hass zu verbreiten. Damit jeder und jede von uns genau das ausleben kann, worauf er oder sie Lust hat. Wirklich frei träumen, sich entfalten, einfach das zu machen, was man will. In dieser ersten Folge geht es um kein schönes Thema, aber ein Thema, über das wir langsam mal anfangen müssen, ernster zu sprechen. Es geht um Rassismus. Vor einem halben Jahrhundert hatte Martin Luther King einen Traum. Und heute sitzen wir immer noch hier und diskutieren über die Rechte und Freiheiten unserer Mitmenschen. Zu Beginn unserer Show finden wir es Zeit für eine Runde Real Talk. Wir wollen unsere Gedanken und Visionen teilen und eine klare Ansage an die Leute machen, die immer noch denken, dass Rassismus sie nicht betrifft und dass sie keine Verantwortung tragen. Man würde denken, wir hätten andere Probleme im Jahr 2021. Wie endlich auf dem Mars zu leben oder fliegende Autos zu bauen. Aber nein, hier sind wir gefühlt stecken geblieben in der Zeit, in der immer selben Schleife und müssen mal wieder über Rassismus sprechen. Bei Rassismus im deutschen Kontext geht es nicht nur um das N- oder Z-Wort oder ganz eindeutige Diskriminierung. Rassismus kann sein, woher kommst du? Oder sprichst du Deutsch? In Vorbereitung auf diese Show habe ich mir lange Gedanken gemacht, aus welcher Perspektive ich hier eigentlich sprechen will. Als Betroffener, als POC, als Mensch mit internationalen Wurzeln und sogenannten Migrationshintergrund oder einfach als Deutscher, als Europäer, als Teil der Mehrheitsgesellschaft. Dass ich mir diese Frage überhaupt stelle, zeigt mir, was hier falsch läuft in Deutschland. Ich will mich nicht entscheiden. Rassismus nimmt Menschen das Recht auf ihre Individualität, das Recht, als einzigartiger Mensch mit all seinen Geschichten und Facetten in all seiner Tiefe wahrgenommen zu werden. Das Recht, einfach als man selbst aufzutreten und nicht als Teil einer Gruppe, als Minderheit, als Stereotyp. Ist nicht schon diese Frage rassistisch? Bin ich dies oder das? Dieses Bedürfnis, andere einzuteilen? Gerade wir sind doch die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, mit der ganzen Welt vernetzt ist. Und gerade wir sollten es doch besser wissen. Wir wollen keine weiße Gruppe sein, die scheinheilig über Rassismus aufklärt. Und wir sind nicht in der Position, euch irgendetwas vorzuschreiben. Wir treten hier einfach als Menschen auf, die sich fragen, was können wir tun, damit in Zukunft alle in Selbsterfüllung und ohne Zweifel miteinander in dieser Gesellschaft leben können. Ich als weiße Person kann keinen Rassismus erfahren, da es strukturell und systematisch ist. Das ist ein Fakt. Ein Beispiel, mich als weiße Deutsche als Nazi zu bezeichnen, ist nicht rassistisch, sondern diskriminierend. Der Unterschied liegt darin, dass du mit einer solchen Aussage kein Machtsystem unterstützt, welches mich als weiße Person unterdrückt.
Kannst du zu einem Friseur gehen und dir sicher sein, dass man mit deinen Haaren umgehen kann? Erkennst du dich in den Menschen wieder in der Werbung? Und wie oft wurde dein Erfolg in Zusammenhang mit deiner Hautfarbe gebracht? Das sind alles Beispiele für weiße Privilegien. Sie sind nicht immer offensichtlich und doch existieren sie. Allyship, also die Solidarisierung mit von Rassismus betroffenen Personen, wird Rassismus nicht alleine beenden. Doch es ist ein großer Teil der Lösung. Und ein Teil von Allyship ist, dass wir endlich über unsere weiße Zerbrechlichkeit hinwegkommen müssen. Wenn du als weiße Person das N-Wort sagst und dich eine schwarze Person darauf hinweist und du völlig beschämt abstreitest, eine rassistische Äußerung gemacht zu haben, ist das Teil deiner weißen Zerbrechlichkeit. Damit machst du die Situation für die betroffene Person nur noch unangenehmer und mit deiner Rechtfertigung, deiner Aussage, sprichst du der anderen Person ihre Gefühle ab. Wir müssen endlich aufwachen, unseren Drang, uns immer rechtfertigen zu wollen, zurückstellen, zuhören und über unsere Vorurteile hinwegkommen, auch wenn diese unbewusst sind. Because no lives matter until Black Lives Matter. Rassismus ist ein Problem, das uns alle betrifft. Und genauso kann es auch nur von uns allen überwunden werden. Letztendlich brauchen wir einen Aktivismus, der jeden mitnimmt und für alle funktioniert. Allyship ist das, was wir als in diesem Sinne Unbetroffene machen können, um unseren Teil zu leisten. Allyship heißt nicht, unnötig Schuldige zu suchen oder an irgendwelchen übertriebenen Regeln zu beharren oder andere zu blamen. Allyship heißt, wahrhaftig und ehrlich die Interesse und Courage zu haben, ein Ally zu sein, bis es keine Allies mehr braucht. Nur so können wir Rassismus überwinden und alle als Menschen und Brüder und Schwester zusammenleben und uns der Zukunft widmen und endlich auf Mars leben und in Autos fliegen. Theorien und schöne Worte sind das eine, aber echte Veränderung entsteht durch Aktivismus. Genau dort in unseren Communities und Neighborhoods, wo es drauf ankommt. Wir finden diese Arbeit richtig krass und wichtig. Und in unserem Format Grüße aus dem Aktivismus wollen wir ein paar dieser besonderen Menschen, die täglich für Antirassismus kämpfen, zu Wort kommen lassen. The stage is yours. Grand Rising Fan, Villanelle hier. Ich freue mich riesig, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und zwar würde ich meine Botschaft gerne an die Jugend richten. Ich würde gerne einen Appell an diese Generation richten, der vor allem Folgendes beinhaltet. Ihr solltet das Licht in euch niemals erlöschen lassen. Ich finde, dass ihr mit eurem Licht die Dunkelheit erhellen könnt. Ihr könnt alles, was in dieser Welt an schlechten Dingen passiert, an Ismen existiert, an Kämpfen geführt werden kann, gemeinsam Hand in Hand führen und das Licht in der Dunkelheit sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur gemeinsam stark sind und ich hoffe inständig, dass dieser Spirit weitergetragen wird und der Wandel, den wir uns erhoffen, beginnt und wir den von Generation zu Generation weitertragen können. Ich sende euch ganz viel Liebe, ganz viel Energie und vor allem Power. Bye! Hallo liebe Menschen, ich bin Zehra vom Bündnis Erinnern, Verändern, welches entstanden ist, um an die Systematik rassistischen und rechten Terrors in Deutschland zu erinnern und vor allem an die Mordopfer Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Said, Sedat und Willi. Meine Forderung an die jungen Menschen dieser Welt ist es, den Kampf für Gerechtigkeit und Aufklärung immer weiter treiben zu lassen. Wir dürfen nicht aufhören, dafür einzustehen. Denn Erinnern heißt verändern. Danke für eure powerful message. Ich glaube, wenn wir alle etwas mehr Aktivismus in unserem Alltag zeigen und uns anfangen zu erinnern, dann werden wir schon einen großen Schritt weiter. Um Antworten zu finden, müssen wir erst Fragen stellen. Die Frage, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, wird uns durch diese Show hin begleiten. Zusammen mit dem Videokünstler Chaime haben wir eine interaktive Performance mit Bildern und Fragen entwickelt, die wir alle schon kennen und uns alle stellen, aber oft im Alltag verdrängen. Wir laden euch ein, mit uns auf eine Gedankenreise zu gehen. Film ab. Augen auf, Bilder flackern. Wie leben wir zusammen? Wo wollen wir hin? Was lassen wir zurück? Wer sagt, wer du bist? Wer bestimmt, wer du wirst? Wo willst du hin? Was engt dich ein? Wo kannst du sein? Wer muss sich bewegen?
Kannst du dich bewegen? Was ist normal? Was ist anders? Was bist du? Wen grenzt du aus? Wer grenzt dich aus? Wer sind wir? Wer gehört dazu? Wer nicht? Was treibt dich an? Was denkst du? Ist die Welt am Arsch? Können wir uns retten? Wo ist die Liebe? Was ist mit Hoffnung? Was ist mit dir? Träumst du? Wovon träumst du? Wo ist der Wandel? Wie wollen wir leben? Wer bestimmt Zukunft? Was ist was wert? Was ist gerecht? Wer hat wie viel? Wer hat wie wenig? Wie viel brauchst du? Wer entscheidet? Wirst du gefragt? Wer klaut Zukunft? Was hältst du dagegen? Was ist deine Leidenschaft? Bleibst du stehen? Gehst du weiter? Wer geht mit? Wem vertraust du? Wer geht voran? Wo ist die Zukunft? Was passiert jetzt? Zeit ist zäh, Zeit ist schnell, Zeit ist ewig, Zeit ist jetzt. Ich, du, wir. Wow! Damn! Hat dich das bewegt? Bist du getriggert? Kommen weitere Fragen auf? Wenn ja, gut. So, zu einer Late-Night-Show gehört natürlich auch ein cooler Music-Act. Und wir sind super happy, euch Bruder Bender vorstellen zu dürfen, der euch einen ziemlich coolen Song mitgebracht hat. Er ist ein junger Rapper aus Heidelberg, der mit seinen bewegenden Texten überzeugt. Vielleicht kennt ihr ihn schon von der ein oder anderen Black Lives Matter Demo. Here he is, the one and only Bruder Bender. Yo, yo. Der Song heißt Rennen, gibt ein cooles Musikvideo auf YouTube, das ihr euch gerne angucken könnt. Beat ist produziert worden von Düsterwald, der hier hinter mir steht. Ey, let's go. Manic depression in the cold and hard. Manic depression in the cold and hard. In the cold and hard. Ey, ey, check, check. Manic depression Yeah. in the cold and hard. Ey, seit ich in der Altstadt wohne, schmeckt der Kaffee wieder besser. Gestern bleibt was gestresst hat, ich wetze jetzt meine Messer. Meine Schwester Nummer 1 auf der Skala guter Menschen. Andere ziehen hin zum Licht und lassen sich dabei blenden. Ich bin Bender, habe Muster, neue Boom-Bap-Parts. Und sie zelebrieren sich selbst, als ob sie Tupac waren. Mit Sound für Shisha-Bars, mein Rap wie Genki-Dama. Pure Energie, der letzte echte Versager, ey, bin startklar. Und das sage ich seit 2 Jahren. Doch war nie zufrieden mit dem Fortschritt, den er kam, Mann, ich such mein Team. Bestehend aus den Waren und du suchst Identität inmitten toter Waren. Ich muss atmen, das hat ich zu lang vergessen. Ließ mich zu oft stressen von Dämonen, die mich fesseln. Bin depressed seit 05, war damals noch ein Kind. Also kenn ich diese Welt nicht ohne Schwarz-Weiß-Filter. Die Heidelberger Altstadt ist ein Dorf, jeder kennt jeden. Kinder ohne Pläne reden von meinen scheiß Problemen. Und nach vorne tun sie so, als würden sie mich verstehen. Doch wenn um mich alles bebt, steh ich ganz allein im Regen. Los, renn, kauf dir die Seele aus dem Leib. Lebenssinn verstreicht, aber Kleidungsstil bleibt zeitlos, renn. Renn soweit du kannst, solange bis du merkst, dass du vor dir nicht flüchten kannst. Los, renn, kauf dir die Seele aus dem Leib. Lebenssinn verstreicht, aber Kleidungsstil bleibt zeitlos, renn. Renn soweit du kannst, solange bis du merkst, dass du vor dir nicht flüchten kannst, Mann. Vor dir nicht flüchten kannst, Mann. Solange bis du merkst, dass du vor dir nicht flüchten kannst, Mann. Ja, vor dir nicht flüchten kannst, Mann. Da, 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 da. Ey. Krass, danke für den geilen Sound. Wenn ihr seine Musik genauso feiert wie wir, dann schaut doch mal bei Soundcloud, Spotify oder Instagram vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Oft werden junge Menschen überhaupt nicht in öffentliche Debatten mit einbezogen und wir sind genervt davon, wie unsere Stimmen einfach übergangen werden. Genau, und deshalb haben wir euch auf Instagram gefragt, was euch an der Debatte über Rassismus stört. Das waren eure Antworten. Mich nervt, dass Menschen ihr rassistisches Denken nicht einsehen wollen, sondern empört sind, wenn man es anspricht, sie darauf aufmerksam macht. Dass viele
nicht verstehen wollen, dass andere etwas verletzend finden. Oder dass Leute ihren Senf dazugeben, ohne sich davor weiterzubilden. Ich würde mal behaupten, dass wir anders sind als die 4 weißen Menschen im WDR, die sich einfach vorher überhaupt nicht informiert haben. Trotzdem müssen wir, glaube ich, vielleicht gucken, inwiefern nehmen wir Space und inwiefern geben wir Space. Ja, einen Follower gefragt, ob es überhaupt eine richtige Debatte gibt. Oder es wird viel zu viel auf weiße Meinungen gehört, wenn es eigentlich mehr um Schwarze gehen sollte. Ich habe noch eins, und zwar die Dummen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Bratzen. Oder das hier. Gibt ja auch Rassismus gegenüber Weißen. Genau, das wollte ich auch sagen. Ja, vielen Dank für euren Input. Wir möchten jetzt unsere Plattform nutzen, um euch 2 richtig coole Menschen vorzustellen, die nochmal ihre ganz eigene Perspektive auf das Thema teilen möchten. Genau, und dafür übergeben wir jetzt an Olivia und Romain, die 2 sehr besondere Gäste dazu interviewen. Olivia, Romain. Welcome back to der Youth Late Night Show und wir sind jetzt hier mit 2 wunderschönen Gästen. Wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen und eure Pronomen sagen? Hi, ich bin Latifa. Meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin 21 und ich komme aus Frankfurt. Hi, ich bin Angelo. Meine Pronomen sind er, ihm und ich bin 28 und komme aus Berlin. Wir haben ein Spiel mitgebracht, also jetzt nichts Schwieriges. Und es wurde auch schon gefragt, ob man was gewinnen kann, leider nicht. Aber wir haben einfach hier eine Box mit ganz vielen random Fragen und ich würde die einfach weitergeben. Wenn ihr euch in ein Tier verwandeln könntet, welches wäre es? Oh, ich glaube, bei mir wäre es ein Wal. Ein Wal? Ja, gibt es nicht dieses Interview von, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gerade random, aber von Beyoncé und Destiny's Child, wo die darüber sprechen, dass sie gerne Wale wären? Oh mein Gott, es sagt mir nichts, aber ich will es unbedingt sehen. Ja, jetzt. du musst es sehen. Oh mein Gott, es hört sich an wie etwas, was ich gesehen habe. Ich würde, es ist vielleicht voll komisch, Eintagsfliege. Ja. Ah, echt? Es klingt. Ja. Also ich glaube, wenn du nur einen Tag lebst, ist so alles direkt irgendwie viel spannender. Du fliegst so ein bisschen rum und ärgerst so ein bisschen Menschen und nach einem Tag dann hast du den Job auch gemacht. Also ich finde, das klingt echt entspannt. So als Wal, du musst so einmal um die Welt schwimmen und dann jagen dich Menschen und dann kommt plötzlich so ein Greenpeace-Schiff vorbei oder Leute filmen dich so. Also ich glaube, das klingt stressig für mich. Aber stell dir vor, du bist direkt von Anfang an in irgendeiner Wohnung getrappt. Das klingt ziemlich stressig. So 24 Stunden einfach nur da gegens Fenster wieder. Eine Fliege. Und so. Für mich ist das doch voll groß, oder? Ja, aber du fliegst immer wieder gegens Fenster. Irgendjemand versucht dich immer wieder mit einem Handtuch zu erwischen. Aber ich habe mal gehört, dass Fliegen nur so ein Kurzzeitgedächtnis haben, sodass sie alles wieder du sagst vergessen. So, als ob was Gutes wäre. Dann ist alles wieder neu. Also ich finde, das klingt voll lit, eine Fliege zu sein. Welche nervige Frage stellt man dir immer? Welche stellt man mir nicht? Tatsächlich immer noch, woher kommst du? Es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Ich wünschte, es wäre nicht immer noch diese Frage, aber es ist immer noch die Frage, die mir am meisten gestellt wird. Aber wirklich? Ja, es ist immer noch die häufigste. Woher kommst du wirklich? Darf ich deine Haare anfassen? Genau. Kannst du die waschen? Ja. Und auch immer im selben Gespräch. Ja. Wieso sprichst du so gut Deutsch? Warum bist du nicht dunkler? Warum bist du nicht das? Alles Mögliche. Kannst du mich verstehen? Ja, Oder direkt total. auf Englisch einfach. Oh, hab ich auch schon, genau. Passiert auch. Aber da muss ich immer sagen, dann antworte ich konsequent halt auch auf Englisch weiter und dann kommen die in Deutschland halt oft an ihre Grenzen mit ihrem Englisch. Und dann bin ich auch irgendwann, sorry, I can't understand you. Ja, like, stimmt. Sprachbarriere. Dann würden wir direkt mit der ersten Frage loslegen. Und zwar, wie habt ihr euch dazu entschieden, in Sachen Rassismus aktivistisch zu kämpfen? Gab es da einen spezifischen Wendepunkt, an dem ihr beschlossen habt, das Thema Rassismus anzugehen? Wenn du als BPOC, als schwarze Person oder als migrantisch gelesene Person in einem rassistischen System aufwächst, hast du eigentlich keine Wahl, als dich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Thema beschäftigt sich sehr intensiv mit dir. Und das hat halt auch voll lange gedauert, so zu verstehen, okay, natürlich macht niemand oder nie Mensch etwas, weil dieses System uns halt auch nicht schützen will. Genauso wenig das System in den USA oder ein anderes System im Westen. Und dann hat das bei mir so ein bisschen auch mit antirassistischer Arbeit angefangen und so Aufklärung. Und dann irgendwann im vorletzten Jahr habe ich halt dann beschlossen, okay, das bringt so nichts mehr. Und das heißt, ich habe mich in meiner aktivistischen Arbeit jetzt immer mehr darauf konzentriert, halt Opfer zu empowern und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aufzuklären und nicht mehr sozusagen den Oppressor oder die RassistInnen.
Also wir haben jetzt in der Schule noch nicht so richtig das Thema Rassismus behandelt und deswegen würden wir gerne wissen, wie man dementsprechend das Bildungssystem verändern müsste, deiner Meinung nach. Was muss sich im Bildungssystem verändern? Alles. Ist halt eine super, super große oder schwere Frage. Und ich finde es immer ganz interessant, weil natürlich irgendwie jede Person, die irgendwie an irgendeiner Stelle im Bildungssystem involviert ist, wünscht sich eine Handlungsoption für den Bereich, in dem sie gerade ist. Sei es jetzt, okay, gehe gerade in die 9. Klasse oder ich bin jetzt irgendwie Lehrperson oder ich bin an der Uni oder so. Und ich glaube, es muss halt irgendwie verstanden werden, dass diese ganzen Sachen halt sehr stark zusammenhängen. Das heißt, in der Schule kann nur was passieren, wenn in der Uni was passiert und so weiter und so fort, ne? Weil dieses ganze Bildungsding halt ein Kreislauf ist. Und ich glaube, wodurch mehr in der Schule passieren könnte, ist, wenn Lehramtsausbildungen deutlich stärker darauf ausgerichtet sind, solche Diskriminierungsdimensionen wie Rassismus zum Beispiel effektiv aufzuarbeiten. Die Frage ist halt, möchte ich von einer Lehrperson, die selber gar nicht genug gebildet ist in dem Bereich, beigebracht bekommen, wie Rassismus funktioniert? Und deswegen sage ich, diese Schleife ist so langwierig, dass man halt, es wird lange dauern, glaube ich, bis man da so einen Tonus reinkriegt. Es fängt im Endeffekt ja mit den einfachsten Dingen an. Ne? Nimm dir ein Buch, guck dir was an. Weiß ich nicht, wenn du selber das nicht beibringen kannst, nimm deine Schüler und Schülerinnen irgendwo mit hin oder so. Lass dich beraten von Leuten, die vielleicht die Erfahrung machen, ob sie wissen, ob sie dir jemanden empfehlen können, der in die Klasse kommt oder was auch immer. Es gibt ja diese ganzen Möglichkeiten. Genau, also weil wir jetzt schon so im Schule-Kontext sind und manche von uns vielleicht auch sogar mit der Schule bald aufhören und fertig sind. Da überlegen sich ja schon relativ viele Abiturienten, mal sich zum Beispiel in einem Land des globalen Südens sozial zu engagieren. Und jetzt ist eben unsere Frage, was für eine Problematik ist damit verbunden? Was hat das Ganze mit Rassismus zu tun? Und was würde man oder was würdet ihr, beziehungsweise du, Latifa, diesen Schülern an die Hand geben? Tut's nicht. Okay, warum? Simpel und einfach. Also erstmal, einfach das Wording ist schon unglaublich rassistisch. Dann werden da so Sachen gesagt wie tut was Gutes und so basically so nutzt eure absolut überdimensional bessere Bildung, um den armen schwarzen Kindern was zurückzugeben. Das heißt, da ist halt total dieses, okay, schwarze Menschen sind generell ungebildet, AfrikanerInnen sind generell ungebildet und auf dem Kontinent gibt es sowieso keine Schulen, die ihre SchülerInnen vernünftig unterrichten können, ohne dass jetzt irgendwie ein 18-jähriges deutsches weißes Kind durch die Gegend läuft und da irgendwie versucht, Englisch zu unterrichten. Dann auch einfach, was für Gelder da mitspielen. Also das sind Organisationen, wenn man sich mal anschaut, was so eine Volontierreise teilweise kostet, das sind Tausende von Euro und die fließen ja nicht ins Land. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber du brauchst dich nicht selbst zentrieren und dein White Saviorism-Film irgendwo in Uganda in einem Kinderheim fahren und dann nach 2 Wochen nach Hause kommen und dann diese Bilder als Tinder-Profilbild benutzen, weil du jetzt denkst, du hast die Welt gerettet. Nee, einfach nein. So. Ja. Guck doch mal in deinem Local Altenheim. Ich bin mir sicher, die freuen sich, wenn Leute hin und wieder helfen, was vorlesen, mit den SeniorInnen Schach spielen oder so. Dafür brauchst du nicht um die halbe Welt reisen und Tausende von Euro in Organisationen stecken, die Rassismus und Neokolonialismus propagieren. Was ich voll entscheidend gerade fand, ist eine 18-jährige Schülerin oder so, die gerade aus der Schule kommt und irgendjemandem Englisch beibringt, aber hier von jemandem unterrichtet wird, der mindestens 5 Jahre studiert hat, dann noch ein Referendariat hatte, irgendwelche Praxisphasen, pädagogisch, didaktisch, alles Mögliche ewig studiert hat, aber da ist es dann so, ja, die kann euch das schon beibringen. Mit den schwarzen Kindern kann man es ja machen. Ja, also, aus denen wird ja eh nichts. Und es gibt genug andere Möglichkeiten, irgendwie Menschen zu unterstützen, aber da müsste man sich halt auch einfach mal irgendwie daran machen, sich damit auseinanderzusetzen, was sind andere Möglichkeiten, die ich habe, als Tinderbilder. Also nur weil es gut im Lebenslauf aussieht, heißt es nicht, dass es gut ist. Mhm. Ja. Wenn wir Weißen mit dem Thema Rassismus konfrontiert werden, dann zeigen wir oft mal vielleicht auch eine Verhaltensweise oder eigentlich oft die Verhaltensweise, dass wir angegriffen sind, wenn man uns Rassismus vorwirft. Und das Ganze nennt man auch weiße Zerbrechlichkeit oder eben auf Englisch White Fragility. Und wie sollten wir deiner Meinung nach, Angelo, mit dem umgehen? Also wie gehen wir mit unserer weißen Zerbrechlichkeit am besten um? Wie geht man damit um? Der sinnvollste
Umgang ist wahrscheinlich, dass man sich das erstmal anhört, sich das erstmal über sich ergehen lässt und sich dessen bewusst ist, okay, diese Konversation ist nicht dazu gedacht, dass sie dir ein gutes Gefühl gibt, sondern es ist vielleicht erstmal unangenehm. So, du wirst erstmal erschüttert vielleicht in den Grundfesten deiner Identität oder deiner Sozialisierung, wie auch immer, deines Lebens. Und das ist einfach, es erfordert eine gewisse Anstrengung, sich damit auseinanderzusetzen. Und das gilt ja nicht nur für Rassismus, ne? Also bei Sexismus, wenn sich Männer Sachen anhören müssen, ist es genauso. Und das erfordert einfach viel Arbeit, aber gleichzeitig, glaube ich, ist eine der wichtigen Sachen anzuerkennen, dass diese Arbeit nicht von der Person geleistet wird, die dir gerade sagt, dass du was machst, was rassistisch ist beispielsweise. Wenn ich als weiße Person durch meine Emotionen den Raum sprenge und den Menschen den Raum nehme, die eigentlich die Opfer sind, dann fütter ich damit ein Narrativ, was im Endeffekt genau das befördert, gegen das ich mich vielleicht eigentlich stellen will. Ne? Also diese Diskrepanz zwischen, ich kann als weiße Person ganz viel helfen wollen und ganz viel glauben, ich mache Sachen richtig, aber in dem Moment, in dem ich mir diesen kompletten Space nehme, zerbreche ich das alles und dann hat es auch keine Wertigkeit mehr. Und ich glaube, dann auch nochmal wegzukommen von dieser persönlichen Ebene, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich sage dir, du bist eine scheiß Person und du machst gerade was rassistisch ist, was oftmals zusammenhängt, so, I'm not gonna lie, so. Aber, ne, also weg von diesem Personality Trait hin zu dem Verständnis, das ist was ich konsequent, wahrscheinlich lebenslang abbauen muss und dass es nichts ist, wo es irgendwie dieses 1 + 1 ist 2 Ding gibt und ich lese ein Buch und dann ist es vorbei oder so. Aber zuhören, keine Ahnung, zuhören ist für mich der erste Schritt. Zuhören und dann sagen, okay, ich muss mich vielleicht doch nochmal belesen und so. Und dann, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, tausche ich mich mit jemandem aus, der genauso eine Privilegien hat wie ich und guck mal, was da so geht oder so. Ja. Educate yourself. Okay. Educate yourself on your own. Ja. So, bilde dich selbst. Und ganz wichtig, sprich nicht vor uns. Ja. Okay. Ich denke mir so, ein Privileg ist, es gibt diesen krassen Exzess zu Bildung in diesem Land. Und ich werde nie verstehen, warum Menschen, die dazu in der Lage sind, klassenbedingt, was auch immer, diesen Exzess nicht nutzen. Du kannst dir 12 Stunden TikTok geben, aber du kannst nicht 5 Minuten einen Artikel lesen. So, ne? Also das erschließt sich mir nicht. Wo kann man euch denn folgen? Also bei mir bei Instagram unter Beauty and Politics, bei Twitter unter Beauty and Politics, eigentlich überall so. Auf YouTube auch, aber da läuft nicht mehr so viel. Also hauptsächlich Instagram ist so das Wichtigste. Okay. Bei mir, mein Instagram ist gar nicht so krass, aber ansonsten ja auf Instagram unter XA92, also ausgeschrieben quasi. Und ansonsten einfach meinen Namen googeln, Webseite, Angelo Comofingo, dann findet man das. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Und das war sie, die erste Sendung unserer Late-Night-Show. Wie hat es euch gefallen? Konntet ihr was mitnehmen? Markiert uns, teilt dieses Video, kommentiert ordentlich, diskutiert auf Instagram. And remember, be the change you wish there was. Das nächste Mal geht's weiter mit Selma und Thomas, die über ein Thema sprechen, was während Corona leider komplett untergegangen ist. Until then, stay tuned. Jo Leute, mein Name ist Bruder Bender, ihr habt mich ja gerade eben schon gesehen. Das war die Late-Night-Show vom Youth Think Tank und zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Worte mitgeben. Achtet aufeinander, achtet auf eure Mitmenschen und denkt dran, dass das White Privilege überall vor Ort ist und in allem eingreift, was ihr den ganzen Tag macht. Denkt da vielleicht 1- bis 2-mal drüber nach, bevor ihr mit Leuten interagiert, die vielleicht nicht eure Hautfarbe oder eure Herkunft haben. Vielen lieben Dank, das war's von mir. Macht's gut.